Hallo zusammen, ich bin Moda Chali und sitze gerade vor der Friends Future Factory in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas. Heute werde ich euch den Kokosnusskaffee vorstellen, den es hier ganz in der Nähe zu kaufen gibt. Let's go together. Let's go. In der Friends Future Factory können junge KambodschanerInnen ihre Geschäftsideen umsetzen. Ein Ort für die Zukunft Kambodschas. Das hier ist der beste Kaffeestand der Stadt. Und das ist Schwester Mai. Der Kaffeestand ist ganz in der Nähe der Future Factory. Wenn ihr mal da seid, orientiert euch einfach am roten Regenschirm, der vor dem Smile Mart steht. Heute werde ich Kokosnusskaffee bestellen. Lasst uns dann gemeinsam probieren, wie er schmeckt. Schauen wir einfach mal zu, wie Mai den Kokosnusskaffee zubereitet. Für den Coconut Latte bereitet Mai in der Siebträgermaschine Espresso zu. Das besondere Aroma gibt frische Kokosnussmilch. Die sollte möglichst süß sein. Also am besten reife Kokosnüsse nehmen. Die grünen, jungen sind nicht ideal. Außerdem wichtig: Kokosnussfleisch. Jetzt sind wir dran. Hey Mai! Ich bin zwar Stammkundin, aber ich habe Ihren Kokosnusskaffee noch nie probiert. Der soll ja sehr, sehr gut schmecken. Heute nehme ich den Kokosnusskaffee. Kannst du noch mal kurz die Zutaten nennen? Klar, das sind Kaffee, Kokosnuss, frische Milch, Kondensmilch und Eis. Das klingt total lecker. Schauen wir uns zusammen an, wie Mai ihre Spezialität fertigstellt. Klar, das Eis fehlt noch. Jede Menge Eis. Da kommt die Kaffee-Kokosnuss-Milchmischung jetzt hinein und kühlt richtig gut runter. Dann die Dosenmilch leicht aufschäumen. Gute Idee. Und als Abschluss noch die Fruchtfleischstreifen obendrauf. Eigentlich ein ganz einfaches Rezept. Hier ist dein Kaffee. Vielen Dank. Was kostet er? 5000 Riel. 5000 Riel. Das ist nur rund 1 Euro. Wir warten noch kurz auf das Wechselgeld und probieren dann in der Friends Future Factory. Bye bye. Bye. Let's go. So, jetzt lasst uns gemeinsam probieren. Mai hat mir auch verraten, welche Mengen man für den Coconut Latte nehmen sollte. Also, ihr braucht eine frische Kokosnuss, möglichst süß. Für einen halben Liter Coconut Latte nimmt man 70 Milliliter Kokosnusssaft, 70 Milliliter Kaffee, 30 Milliliter Kondensmilch und 50 Milliliter frische Milch. Und dann mit Eis auffüllen. Ich bin sehr neugierig auf den Geschmack. Es ist mein erstes Mal. Aber Mai ist berühmt für ihren Kokosnusskaffee. Also probieren wir. You ready? Vor dem Trinken gut umrühren. Für den vollen Geschmack. Schaut euch das Fruchtfleisch an, hier oben auf dem Kaffee. Das ist echt ein Geschmackserlebnis. Normalerweise trinke ich Milchkaffee mit Eis. So einen Kaffee mit Kokosnuss habe ich noch nie probiert. Man kann den Geschmack der Kokosnuss riechen. Sehr würzig und süß, aber nicht zu süß. Das passt gut zum Kaffee.
Und Mai weiß auch, dass ich es nicht zu süß mag. Also hat sie einfach weniger Kondensmilch für mich reingetan. Als Stammgast hat man einfach Vorteile. Das ist sehr lecker. Ihr müsst es unbedingt mal testen. Wirklich gut. Đồn trà ngonមែនតើ ឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកនរគ្នា Super lecker. Genau so gibt es den natürlich nur hier, an Mais Kaffeestand gegenüber der Friends Future Factory. Aber ihr könnt ihn super einfach zu Hause nachmachen. Im nächsten Video werde ich euch noch mehr Speisen und Getränke aus meiner Heimat zeigen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bye bye